that was repointed and rewritten to create this religion. So more on that soon. Yes. Übersetzen bitte. Ah, yes. Übersetzen. Also, ich kenne das Werk von Christoph Laxenburg sehr gut und benutze es auch als Grundlage für meine Arbeit. Es ist also sehr faszinierend. Also man muss feststellen, dass die ursprüngliche Koran, bestimmte Buchstaben im arabischen Alphabet unterscheiden sich nur durch die Punktierung. Und die ursprüngliche Version des Korans hatte keine Punktierung. Also kann man dann denken, dass die späteren Versionen eben, so wie Luxemburg sagt, eine punktierte Version, manipulierte Version der Bibel sind. Also, ja, Frau Blicker. Ich möchte meine Frage auf Englisch vorbringen. I would like to ask you, Mr. Svensson, a very practical question. What shall we do? You just stated that the situation in Europe is worse than in the US. Yes. And indeed, it seems to be so. Of course, we will not give up. Yes. But our politicians are deaf and dumb. Yes. They speculate on Muslim voters, and that is their strategy, and it is extremely difficult to convince them that we don't want it. We are a quantité négligeable if it goes on as it does. We have the birth jihad, if you like to call it like that, and it's quite dramatical. Yes. So even if we persevere, yes, time is running out on us. Yes. What do you recommend? Persevering. Ja, dann sagen Sie eben noch auf Deutsch, damit... Ich wollte nur auf Deutsch sagen, also ich wollte Ihnen fragen, was sollen wir tun? Wir werden nicht aufgeben, aber unsere Politiker sind top unseren Wünschen gegenüber, weil sie auf muslimische Wähler spekulieren. So ist es. Also ich bin in einer Partei und ich höre das dort auch wörtlich. Und gleichzeitig haben wir eben die unterschiedlichen Geburtenraten. Wir haben massenhafte Abtreibungen bei den Autochtonen. Das ist inzwischen akzeptiert. Muslime haben wesentlich mehr Kinder. Wir sehen das ja, wie das in den Schulen läuft. Und time is running out on us. Also, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Was sollen wir tun? Und dann hat er geantwortet, weitermachen. Ja gut, das machen wir sowieso. But even if we persevere, the situation is very advanced, yes, more than most people realize. And so I wish I could offer you some solution, but there's no solution except just to keep going, because things can turn. And the main thing that you need to do, it seems to me, is the same thing we need to do in America, and that is to win over our friends and neighbors, and to move public opinion. And I know that's very hard, because the newspapers ignore you, or they vilify you, and the politicians don't listen to you. So we have our own outlets, we have our own resources, we have the PI site, and anything that you have. If you have a site, or you can write, or you can talk to people, and keep trying to raise awareness about these things. Because the more people who come to our side, the more chance that we have. But we should also be encouraged by them. They're not a majority, and they're winning. They don't have the great mass of people on their side. Most people would be on our side if they knew what was going on. And so we only need an organized, energized vanguard that will persist. And we'll do everything we can in every venue that we possibly can to raise public awareness. You know, we were walking down the street here in Stuttgart the last couple of days, Warren and I, and Uwe, and we had this demonstration, and they're throwing bottles, and they're throwing eggs and manure, and shouting, and thousands of them out there, and the police, and then we walk a few blocks away, and the people sitting at the cafes and drinking, and they have no idea that this is going on. Yeah, that's the main problem. Yes, and so it's up to us. We all know people who don't know anything about this and don't care. It's up to us. There's nobody else going to do it for us. We have to tell them in every way that we can. This is the only thing. I wish I could offer you more, but with increased numbers, we will get a politician or two who will stand up, and media will begin to not be able to ignore us.
You know, with the Ground Zero Mosque story, nobody was paying any attention to that. And we made it so they couldn't ignore us. You know, we were there 10, 15,000 at Ground Zero on September 11th. And they couldn't pretend it wasn't happening. And so the main thing is never to give up. And never to give up despite whatever reversals or however negative it appears to be. Because I think that this could change very quickly. If the great mass of those people sitting in the cafes began to see how this is going to impinge upon them, then they could become active very quickly. And there are many historical precedents for that. Ja, also die Situation ist schon ziemlich weit vorangeschritten. Es geht also wirklich schon viel weiter, als den meisten Menschen bei uns klar ist. Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen auf unseren Websites. Wir müssen schreiben. Wir müssen öffentliche öffentliche Veranstaltungen organisieren. Die Dinge können sich auch... Die Nachbarn. Unsere Nachbarn. Wir müssen unsere Nachbarn auch mobilisieren. Die Dinge können sich ändern. Wir müssen einfach mehr People zusammenkriegen, mehr Leute zusammenkriegen, Entschuldigung. Also, als wir am Donnerstag auf der Demo waren, wurden wir mit Pferdescheiße beschmissen, mit Eiern. Ja, mit Eiern, mit Flaschen, mit Eis. Ne? Und dann sind wir weggegangen, Warren, Uwe und ich, und wir gingen an Cafés vorbei, da saßen die Leute und tranken was, und denen war überhaupt nicht bewusst, was hier ablief. Und diese Leute, die müssen wir mobilisieren. Wir müssen denen klar machen. Die wissen überhaupt nicht, welchen Einfluss die Islamisierung auf sie hat. Und das müssen wir ihnen bewusst machen. Es war genauso bei uns in Amerika mit der Moschee am Ground Zero. Da hat niemand sich groß drum gekümmert. Aber unsere Gruppe, wir haben die Leute darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt wird darüber geredet. Und jetzt wird das wohl auch verhindert werden, dass die Moschee gebaut wird. Ja, ich glaube, Sie waren eher dran. Ne? Ergänzend zu der Frage der Dame von eben wollte ich auf Folgendes hinweisen. Wir können uns alle daran erinnern, bei seiner ersten Nahostreise hat Ihr Präsident, Mr. Obama, in Kairo eine berühmte Rede gehalten, in der er die Leistungen der islamischen Welt in Kultur, Wissenschaft, Technik lobte, und alle wussten, er lügt, was das Zeug hält. Er hat wirklich gelogen. Wie stellt, ist er damit nicht eigentlich der erste Förderer der Islamisierung der westlichen Welt? Yeah. So we all know that President Obama, when he first went to the Middle East, he gave a terrible speech in Cairo. He was lying all over the place, and he praised Islam. There was no word of what he said was true. So he is the first one who really purports and supports Islam in the free world. But you said something about that yesterday. Yes. Yeah, but he wasn't present. Well, everything Obama does is in favor of Islamization. As a matter of fact, there are many cases in the United States of the kind of stealth jihad, the kind of push for accommodation and special rights that I mentioned before. For example, there is a woman who was a guard, a prison guard in New Jersey, and she wanted to wear hijab. Now, hijab is against the law for the prison guards, against the rules, because you can choke somebody with it. Yeah. It's just the same reason why prison guards don't wear ties, because they can be choked with it. But she's suing, and so the idea here, see, is to assert the presence of Islam.
and the supremacy of Islam, we always have to give way to their practices, always. And the Obama Justice Department is fighting for her suit. There was a woman in Chicago who got a job in a teaching school. And during the school year, first-year teacher, she said, I want 3 weeks vacation to make the Hajj, to go to Mecca. And they said, you have 3 months vacation in the summer. You're not going to get 3 weeks vacation now. And she's suing. And you understand, the Hajj, if you're a Muslim, you have to make it, if you can, once in your lifetime. Once in your lifetime. And she has to do it this year with 3 weeks out of the school year. And no other teacher can take her place. She's the only one who teaches what she does. And so it's a clear instance of pushing this accommodation, yet again, because also, she's 29 years old. And the Hajj, the time of the Hajj moves through the year. In 9 years, it will be in the summertime. She could go, she'll be 38. 38 is not at death's door. She could go, she could wait. But anyway, Obama Justice Department is fighting for her also, and suing the school district. So everything he does in domestic policy as well as foreign policy is in favor of Islamization. I said this yesterday, but one more time, briefly, the demonstrators in Iran he would not support. The demonstrators in Egypt and Libya he supports. Why? What's the difference? In Iran, they're fighting against an Islamic republic. In Egypt and Libya, they're probably going to establish an Islamic republic. So in both cases, he's on the side of the Islamic Republic. Ein US for President. Yes. Also alles das, was Obama tut, ist für die Islamisten. Es gibt da folgendes Beispiel einer Frau, die als Gefängniswärterin arbeitet und die möchte gerne den Hijab tragen. Nun ist das aber verboten, als Gefängniswärter sowas zu tragen, weil man mit dem Ding nämlich erdrosselt werden kann. Aus demselben Grunde tragen die Männer, die männlichen Gefängniswärter, auch keine Krawatten im Gefängnis. Die Gefahr ist einfach zu groß. Aber die Obama-Regierung, also das Justizministerium setzt sich für das Recht dieser Frau ein. Ein anderes Beispiel ist eine Lehrerin, die eine 3 Wochen Ferien machen möchte, weil sie die Hajj durchführen will. Und sie hat im Jahr 3 Monate lang, Sommerferien. Also könnte sie das bequem erledigen. Sie will es aber unbedingt zu der Zeit tun, wo es die Moslems eben halt machen. Nun ist die Frau, sie müssen es aber nur einmal, unbedingt einmal, soll es einmal im Leben machen. Ne? Wenn man natürlich mehr Möglichkeiten hat, kann man es auch öfter machen. So, und diese Frau ist 29 Jahre alt und sie ist unabkömmlich, denn es gibt keinen auf der Schule, der das unterrichtet, was sie unterrichtet. Und die Monate im Mondjahr, im islamischen Mondjahr, wandern ja über unser Jahr hinweg. Das heißt, in genau 9 Jahren wird das in die Sommerzeit, in die Ferienzeit fallen, in den Sommer. Da könnte sie es also bequem machen, dann ist sie nämlich erst 38 Jahre alt. Ne? Da ist also noch nicht zu gebrechlich, um das zu tun. Aber auch diese Frau, die Forderung dieser Frau, wird von Obamas Justizministerium unterstützt. Und Robert hat es gestern schon gesagt, Obama unterstützt nicht die Demonstranten im Iran, die für ihre Freiheit gekämpft haben. Die demonstrieren ja gegen eine islamische Republik, aber die in Ägypten, in Syrien, Libyen, denn die wollen ja letztendlich eine islamische Republik, also mit der Scharia einführen.